Servus, ich mag heute ein kleines bisschen mit euch über meine CRF 250 Rallye reden. Und zwar hat die gute jetzt schon 40.000 Kilometer runter und ich möchte meine Erfahrungen mit euch teilen. Zum einen, was macht eigentlich das Fahrwerk der CRF? Wie reisetauglich ist die 250er überhaupt, On-Road sowie auch Off-Road? Welche Verschleißteile hatte ich bisher, Reparaturen, Service und was habe ich überhaupt alles bisher angebaut, um mit ihr reisen zu können? Welche Reifen hatte ich bisher drauf? Mit welchen bin ich gut klargekommen? Und zu guter Letzt mein Fazit nach 40.000 Kilometer. Lasst uns mal reinstarten. Das Fahrwerk der CRF ist ein bekanntes, leidiges Thema. Ich hatte am Anfang natürlich das Originalfahrwerk mit drin. Ich war mit dem Originalfahrwerk auch in den Karpaten und wir sind da auch rumgeschottert. Es ist ziemlich lasch für mein Empfinden, ziemlich weich, zu wenig gedämpft einfach. Ich meine, ich bin jetzt halt echt kein Brocken und ich bin jetzt auch nicht die beste Fahrerin. Ich fahre jetzt nicht das übelste, krasse, harte Gelände, aber es ist mir einfach zu weich gewesen. Das Gute ist, man kann sich bei dem Punkt helfen. Es gibt eine Lösung dafür. Natürlich kostet die Lösung wieder Geld, aber ich würde es wirklich jedem empfehlen, bei der Maschine gleich auf den Kaufpreis ein neues Fahrwerk mit drauf zu rechnen, weil es verändert wirklich alles in der Fahrweise. Ich habe mich für Wilbers entschieden. Ich habe ein neues Federbein drinnen und neue Gabelfedern und wirklich, es ist perfekt auf mein Gewicht eingestellt, auf meine Fahrweise und auch mit Gepäck. Es ist so schön zu fahren, ich komme überall drüber, es macht einfach viel, viel mehr Spaß, bei egal was, sei es auf der Straße oder auch im Gelände. Der ganze Testbericht im Weiteren bezieht sich darauf, dass das neue Fahrwerk schon eingebaut ist. ...250 Kubik und 24 Pferdestärken. Das spricht jetzt halt nicht unbedingt für ihre Reisetauglichkeit. Allerdings habe ich mit ihr schon 40.000 Kilometer runtergeschrubbt und das spricht dann doch wieder Bände dafür. Fangen wir erstmal an mit den offensichtlichen Punkten. Also, erstmal die Sitzbank. Es ist ja die Rallye-Version. Die Rallye-Version hat eine deutlich bequemere Sitzbank als die L-Version. Bequemer heißt jetzt aber noch immer nicht, dass es ultra bequem ist. Also man gewöhnt sich dran. Circa nach 100 Kilometer tut der Arsch schon wirklich weh. Nach dem ersten Tank ist er dann eigentlich eh schon taub und ab da ist es dann wurscht. Nach einer gewissen Zeit, wenn man halt häufiger fährt, ab einem gewissen Punkt in der Saison ist es mir dann komplett egal. Da merke ich dann gar nichts mehr. Also es ist wirklich eine Gewöhnungssache. Für jetzt Leute, die sich gerade erst drauf hocken, ist sie bockhart. Aber die Sitzposition ist sehr bequem. Kommen wir gleich zum nächsten Ding, was direkt vorne dran ist, der Tank. Der Tank ist mit 10 Liter jetzt auch wirklich keine Größe. 10 Liter heißt, man kommt jetzt nicht unbedingt sehr weit, allerdings verbraucht sie nicht sehr viel. Sie verbraucht ca. 3 Liter auf 100 Kilometer. Das heißt, man kommt ziemlich genau seine 300 Kilometer. Und das, finde ich, ist schon wieder eine Hausnummer, wenn es in die Reisetauglichkeit reingeht. Bei manchen Gebieten braucht es einfach diese Weite. Und ich finde, bei dieser Größe schon mal 300 Kilometer mit dem Originaltank zu schaffen, ist definitiv ein großer Pluspunkt. Der nächste offensichtliche Punkt, die Höchstgeschwindigkeit. Mit 24 Pferdestärken kann man jetzt halt nicht wahnsinnig viel erwarten. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei ca. 140 km/h. Und ja, das würde ich jetzt halt nicht unbedingt empfehlen. Sie fängt dann schon sehr an zu wackeln, wenn man eben ab 130, 140 ist es einfach unangenehm. Ich würde einfach standardmäßig bei 100 bis 120 bleiben. Da fühlt sie sich wohl, wenn man schneller fahren möchte. Da verbraucht sie auch nicht so viel. Weil ab 120 verbraucht sie wieder so viel mehr, dass man gefühlt die Zeit, die man einspart durch die Geschwindigkeit, wieder drinnen hat, wegen am Tanken, weil sie wirklich so viel mehr verbraucht. Und eben dieses Wackeln, ich kann nicht sagen, ob es am Reifen liegt, keine Ahnung, aber ich finde es wahnsinnig unangenehm. Aus dem Grund,
Ich würde immer bei den 100, 120 bleiben. Man kommt damit auf jede Autobahn, man kann überall im legalen Bereich im Straßenverkehr schön mitfahren. Überholen muss man ein bisschen schauen, aber an sich geht eigentlich alles exakt genauso wie mit einer größeren Maschine, nur ein bisschen langsamer. Kommen wir zu dem Punkt On-Road. Ich habe ja gerade eben schon ein paar Punkte erklärt, die auch in dieses Thema On-Road mit reinspielen. Ich meine, wir haben hier noch immer eine 250er mit 24 PS vor uns stehen. Dass sie jetzt halt kein Straßenwunder ist, dürfte offensichtlich sein. Man fährt jetzt halt nicht mit ihr in die Westalpen und macht eine Straßenpasstour. Das macht man jetzt einfach nicht. Ne? Das heißt aber jetzt halt nicht, dass man auf keine Berge hochfahren könnte. Also sie kommt überall hoch. Ab einer gewissen Steigung ist es halt echt ein bisschen zart. Wenn man sich mal verschalten hat, dann wird es auch wieder ein bisschen langwierig, bis der Schwung wieder da ist. Aber man kommt überall hoch und man hat verhältnismäßig, oder was heißt verhältnismäßig, überraschenderweise lange Spaß. Gerade wenn es dann wieder bergab geht, dann spielt ihre Leichtigkeit wieder mit rein und man kann sie einfach hin und her schmeißen. Das macht dann wirklich wieder richtig Laune. Und so Kurven oder so Pässe, die halbwegs eben sind, wo es nicht wirklich gar nach oben geht oder sowas, da macht es wirklich Spaß. Also da war ich echt überrascht, sowas wie eine Toskana oder viele Passagen auch in Sardinien, die machen mit ihr Spaß. Das taugt einfach. Beim Thema Offroad spielt sie alle ihre Karten aus, die sie hat. Da ist sie einfach zu Hause, da fühlt sie sich wohl. Wenn man sie in den Dreck rein bewegt, das ist einfach, da kommen alle ihre Stärken zum Vorschein. Sie hat einen wahnsinnig großen Federweg, Bodenfreiheit, sie ist wahnsinnig leicht. Das macht einfach wirklich Spaß, sie im Dreck mitzubewegen. Da fühlt sie sich zu Hause. Und auch, man sieht es jetzt gerade, wir sind gerade in Kroatien, sie ist voll aufgepackt. Solche Reisen, einfach spontan, Gepäck hinten drauf, easy. Das macht ihr gar nichts aus, man kommt super voran. Und ich meine, das seht ihr auch an meinen Videos, wir fahren immer On-Road und Off-Road gleichzeitig, voll aufgeladen, durch den Dreck durch, kein Problem, auf der Straße, kein Problem. Wir kommen überall hin und ich glaube auch die 40.000 Kilometer, die sprechen da auch für sich. Man darf jetzt seit Offroad auch nicht vergessen, ich habe die Maschine wirklich seit jetzt seit 2,5 Jahren ungefähr und ich bin davor nicht Offroad gefahren. Also ich habe mit ihr das Offroad-Fahren gelernt und sie war wirklich wahnsinnig gutmütig mit mir, weil ich habe sie echt nicht gut am Anfang behandelt. Ich wollte immer nicht schalten und ich habe sie wirklich ziemlich immer brüllen lassen und ja, zaghaft einfach bewegt, aber das macht sie wirklich alles mit. Also bisher war wirklich noch nichts, wo ich gesagt habe, krass, da ist sie jetzt halt an ihrem Limit, sondern bisher bin einfach noch immer ich das Limit, an das wir immer anstoßen. Was ihr natürlich auch noch komplett in die Karten spielt beim Thema Gewicht, ist der Punkt, dass man sie alleine wirklich sehr, sehr gut wieder aufheben kann, weil es ist halt wirklich nicht viel zum Aufheben. Es sind jetzt 150 Kilo, mit Gepäck natürlich mehr, aber man kann ja, sobald sie da liegt, eine Seite raustun, oben noch die Rolle runter tun und dann passt sie auch wieder und dann bekommt man sie eigentlich in fast allen Situationen auch wieder alleine aufgestellt, beziehungsweise es ist einfach viel einfacher. Und das ist wirklich auch ein Punkt, wo ich sage, der ist wichtig, wenn man gerade am Anfang ist oder wenn man auch alleine unterwegs sein möchte. Ein kleines Manko im Gelände ist einfach ihre Leistung. Und zwar im ersten Gang, der ist einfach zu kurz, der zweite Gang ist ein Hauch zu lang, da fehlt die Leistung von unten raus und gerade wenn es gar bergauf geht, dann da fehlt es einfach ein bisschen. Das ist ein kleines Manko, wo ich echt ein bisschen traurig bin bei ihr. Das soll aber jetzt nicht heißen, dass jemand, der schon wirklich gut fahren kann, keinen Spaß mit der Maschine hat. Ich glaube, Spaß ist bei ihr einfach vorprogrammiert, wenn es ins Gelände reingeht.
Der Serviceintervall ist mit allen 12.000 Kilometern wirklich positiv beeindruckend. Also ich war echt überrascht, auch mit dem, was er kostet. Also die ganzen Teile, die man immer wieder verbauen muss. Es hat mich echt positiv überrascht. Es ist sehr, sehr einfach, den Service immer zu machen. Es ist günstig, den Service zu machen. Das Einzige, was eine Friemelarbeit ist, ist diese eine verdammte Zündkerze. Die braucht ein bisschen, aber ansonsten ist der Service echt ziemlich schnell gemacht. Die Verschleißteile, die mich ein bisschen negativ überrascht haben, waren zum einen die Bremsscheibe und die Bremsklötzchen genauso wie die Kette. Also die sind echt verhältnismäßig im Vergleich zu größeren Maschinen echt schnell wieder am Ende und man muss sie wieder wechseln. Die Bremsscheibe, man darf jetzt halt nicht vergessen, sie hat vorne nur eine. Die war zum Beispiel nach 30.000 Kilometern schon am Ende und ich musste sie tauschen. Die Bremsklötzchen sind wesentlich schneller dran zum Tauschen und das war wirklich im Vergleich zu größeren, Entschuldigung für den Wind, war im Vergleich zu größeren Maschinen echt ein bisschen negativ. Die Kette ist alle 15.000 Kilometer dran, was ich für ihre Größe und ihre Power echt schnell finde. Mit der Kette geht ein weiteres Problem einher und das ist das kleine Ritzel. Das ist ein kleines Problem der CRF, das auch schon bekannt ist. Und zwar hat auch das Originalteil ein bisschen Spiel. Wenn man jetzt die Kette nicht wirklich pflegt, was ich nicht häufig mache, weil ich bewege sie eigentlich so gut wie nur auf Reisen und da pflege ich sie einfach nicht sehr gut, dann fängt es eben an, immer mehr zu spielen und dann geht die Verzahnung der Antriebswelle kaputt und so war es auch bei mir. Und die Antriebswelle geht in den Motor rein. Um diese Antriebswelle zu tauschen, mussten wir den Motor öffnen. Und ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, bitte schmiert alle eure Ketten, weil das ist echt eine Rechnung, die ich keinem wünsche. Aber das Positive ist, wir hatten einen Einblick in den Motor und ich kann euch sagen, nach 40.000 Kilometern sieht einfach der Motor von dieser Maschine noch top aus. Er sieht aus wie neu und das ist wirklich positiv und auch sehr beeindruckend, weil ich habe sie echt nicht sorgsam behandelt und er sieht wirklich aus wie neu. Vor ca. 10.000 Kilometern habe ich die Stutzbügel dran montiert und ich muss wirklich sagen, ich habe davor wirklich ziemlich lange überlegt, weil es ist echt viel Gewicht, was man nochmal mit dran packt. Jetzt im Nachhinein sage ich echt, bin ich froh, dass ich sie dran habe, auch den Unterfahrschutz noch zusätzlich, weil wenn ich sehe, wie verbeult der ist, wenn ich sehe, wie verkratzt der Stutzbügel ist, da bin ich echt froh, dass ich die Dinger dran hatte. Das ist eine komplett individuelle Entscheidung, weil sie sind schon auch schwer. Das darf man nicht vergessen. Der Vorteil ist aber, wenn die dran sind, man sieht hier ist so ein bisschen Platz auf einer längeren Reise, kann ich hier perfekt nochmal Stutzbügeltaschen mit anbauen und ich kann hier Trinkflaschenhalterungen mit dran montieren und das ist echt ziemlich cool. Also die Dinger feiere ich wirklich hart. Was ich auch sehr empfehlen kann, sind diese Handguards. Ja, man fällt halt einfach wirklich häufig hin, wenn man im Gelände unterwegs ist. Und diese Brems- und Kupplungshebelchen sind echt so schnell abgebrochen. Das ist ein Krampf und das ist echt ein Ding. Das würde ich jedem empfehlen, einfach gute, stabile Handguards mit dran zu bauen. Genauso wie auch so Klappspiegel. Das Ding ist, ja, die sind klappbar, aber sie brechen auch trotz allem noch immer ab. Aber würde ich definitiv empfehlen, weil dann brechen sie nicht so häufig ab. Ein anderes Ding, was auch komplett individuell ist, ist die Lenkererhöhung. Ich habe es einfach gemerkt, nach vielen Kilometern, wenn man im Stehen fährt, ich stehe immer so da, mit der Lenkererhöhung kann ich jetzt schön aufrecht stehen und kann eben schöner variieren. Es ist einfach angenehmer, aber auch das ist eine komplett individuelle Entscheidung. Was ich mir dann noch überlegt habe, gerade nach meinem Problem mit der Antriebswelle, war, einen Kettenöler mit zu verbauen. Ich kann jetzt noch nicht ganz genau sagen, wie geil er ist. Ich finde ihn aber bisher ziemlich gut, weil ich habe ihn erst seit ca. 1000 Kilometern dran und bisher, also so eine gut geschmierte und gepflegte Kette hatte ich noch nie und bisher bin ich echt sehr zufrieden damit. Ob ich es empfehlen kann, kann ich dann auch erst nach einigen Kilometern sagen.
bisher eben erst 1000 Kilometer. Was ich aber noch sehr empfehlen kann, ist eine Seitenständerverbreiterung. Die finde ich bisher auch echt top. Gerade jetzt sind wir mit Thomas und Hannes, oder bin ich mit Thomas und Hannes unterwegs. Und Thomas hat keine Seitenständerverbreiterung und er singt immer ein und Hannes und ich stellen einfach die Maschinen ab und haben kein Problem. Und das ist irgendwie echt, da kommt es einem dann erst, wie sinnvoll und wichtig sowas eigentlich ist. Also das ist auch ein Punkt, wo ich echt sagen würde, den könnt ihr jederzeit auch noch mit verbauen. Und ich denke, soweit war es das an Anbauteilen. Eigentlich bin ich ein Fan davon, Reifen auszutesten. Allerdings hatte ich am Anfang die Michelin Anarchy Wild drauf und ich muss sagen, ich war so krass zufrieden von den Reifen, dass ich die einfach immer wieder drauf getan habe. Von der Laufleistung her, von dem Können her, wo sie überall möglich sind zu fahren, sei es On-Road, sei es Off-Road, ich fand die einfach richtig geil. Also laufleistungstechnisch hatte ich die 4000 Kilometer macht es immer noch Spaß im Offroad-Bereich, 6000 Kilometer geht noch und man kann sie aber legal definitiv noch an die 10.000 Kilometer ausreizen. Und das ist einfach, finde ich, eine wahnsinnig tolle Sache. Jetzt gerade probiere ich doch noch andere Reifen aus und zwar habe ich gerade die Pirelli Rallycross, die MT41 drauf. Und bisher muss ich echt sagen, ich habe jetzt 1500 Kilometer runter und ich bin so positiv überrascht von diesen Reifen. Es macht so einen Spaß, mit diesen Reifen Offroad zu fahren. Man hat nochmal so eine kranke andere Stabilität dabei. Man kommt so gut durch den Matsch durch. Es ist echt, ich feiere die Reifen extrem. Laufleistungstechnisch kann ich vielleicht jetzt dann nochmal im Nachgang einblenden, wann ich sie dann schlussendlich runtergefahren habe. Aber bisher 1500 Kilometer und ich bin wahnsinnig positiv überrascht. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir haben den TED Slowenien und TED Kroatien größtenteils abgeschottert und die MT21 Rallycross haben jetzt ungefähr 2500 Kilometer drauf, 2450 und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal ganz kurz an, wie die Reifen jetzt ausschauen. Also gerade hinten haben sie wirklich deutlich Gummi verloren. Nichtsdestotrotz ist wirklich noch immer viel drauf. Sie haben einige Einschläge, aber ja, so sieht es aus nach 2500. Also ich würde sagen, da geht schon noch gut was. Vorne sieht es noch besser aus, aber das war ja eh zu erwarten. Ja, also die halten definitiv noch ein gutes Stück. Die Sonne ist weg und ich denke, das ist ein Zeichen. Ich muss zum Ende kommen. Aus dem Grund machen wir jetzt noch kurz ein Fazit. Ich glaube, es ist offensichtlich, die CRF ist von einem Zweitmotorrad hin zu einem Erstmotorrad geworden. Sie hat 40.000 Kilometer runter. Ich bin einfach nur wahnsinnig zufrieden mit ihr. Ich steige mit einem Lächeln ab, wenn ich mit ihr fahre. Ich bin so positiv überrascht bei so vielen Momenten, wo ich mir einfach gedacht habe, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, dahin komme ich niemals. Da hat sie mich aber hingebracht. Wie gesagt, 40.000 Kilometer sind runter. Ich glaube, ich haue mit ihr noch die 100.000 Kilometer runter. Es gibt ein, zwei Punkte, die mich ein bisschen stören, die halt offensichtlich sind, die wenige Leistung. Da wäre es vielleicht noch so ein Ding, wenn Honda die 450er rausbringt in der Rallye-Version. Ich glaube, ich würde einfach sofort tauschen. Es wäre so toll, wenn Honda das einfach machen würde, wenn ihr der gleichen Meinung seid, dass Honda endlich mal eine 450er einfach mit diesem Setup, diesem Serviceintervall, diesem Können rausbringen soll. Nur eben diese Mehrleistung noch im Hintergrund. Dann kommentiert, lasst ein Like da oder was auch immer. Aber dass es Honda merkt, dass sie da was machen sollen. Die 300er, die hat jetzt noch nicht so das Ding mit dabei gehabt. Ich würde nicht von der 250er auf die 300er wechseln, aber auf eine 450er aus dem Grund. Honda, mach was. Ja, aber Spaß beiseite. Ich hoffe jetzt einfach noch, dass ihr einen schönen Abend habt. Wir machen jetzt halt noch mal was zum Essen, bauen das Zelt noch auf und allzeit gute Fahrt. Bleibt immer oben hocken.
Servus.